Hallo und herzlich willkommen zum Thema Adressenanlage in Xentral. In diesem Video zeigen wir dir, wie du eine neue Adresse anlegen kannst und was es für die wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten dort gibt. Starten wir gleich in die Software und navigieren zum Bereich Adressen. So, hier sehen wir eine Adressenübersicht und eine neue Adresse kann man über den Button Neu anlegen. Dazu definiert man erst einen Typ. Vorab gesagt, der Typ ist wichtig für die Anzeige der Steuer auf Belegen. Dazu sage ich noch später was. In dem Fall nehme ich mal Firma. Sobald die Adresse gespeichert wird, kommt eine Abfrage der Rolle, die wir festlegen wollen oder sollen. Und erst nach der Zuweisung einer Rolle bekommt die Adresse auch eine Nummer. In dem Fall eine Kundennummer. Wenn das eine Lieferantenadresse wäre, dann wäre das Lieferantennummer. Genau, dann, was wäre noch wichtig? Anschreiben. Dieses Feld kann leer bleiben, dann würde das System die vordefinierte offizielle Form nutzen, sehr geehrte Damen und Herren. Falls man mit dem Kunden duzt, dann kann man proaktiv dieses Feld nutzen und ausfüllen. Zum Beispiel Hallo Maya, dann das Feld E-Mail, da wird die E-Mail-Adresse vom Kunden gepflegt und diese E-Mail-Adresse wird standardmäßig genutzt, um die E-Mails aus Xentral zu versenden. Falls mehrere oder andere E-Mail-Adressen genutzt werden sollen, gibt es eine gesonderte Einstellung, die zeige ich noch später. Hier unten wird die Adresse vom Kunden gepflegt und diese Adresse wird ebenso als Standard-Lieferadresse und Standard-Rechnungsadresse genutzt. Sollte eine separate Adresse genutzt werden für die Rechnungen, dann gibt es hier unten eine Einstellung für die abweichende Rechnungsadresse. Man aktiviert die Option und pflegt die abweichende Rechnungsadresse. Genau, sollte eine separate Lieferadresse vorhanden sein, dann ist diese hier oben unter Lieferadressen zu pflegen. Dazu kommen wir noch. Genau, es gibt diverse Informationen, die gepflegt werden können, wie Liefersperren, wie Marketingsperren und so weiter, Telefon, Telefax, alles Mögliche. Und hier unten gibt es eine Option Info für die Auftragserfassung. Hier kann eine zusätzliche Information gepflegt werden, die dann in jeden Auftrag mit übernommen wird. Das könnte zum Beispiel kundenspezifische Informationen sein oder Kundenwünsche oder wie auch immer. Dann springen wir zu dem nächsten Reiter Zahlungskondition und Besteuerung. Auf der linken Seite sind die Zahlungskonditionen für Kunden. Wenn das eine Kundenadresse ist, dann ist das hier relevant. Wäre das eine Lieferantenadresse, dann würde man hier auf die rechte Seite springen und das sind die Zahlungskonditionen beim Lieferant. Genau, wichtig ist, die Zahlungsweise auszuwählen, die dann in jeden Beleg, also sprich vom Auftrag, wird dann die automatisch übernommen. Genau, und Optionen bestehen auch noch, welche Belege im Autoversand erstellt werden, ob wir nur die Rechnungen, nur die Lieferscheine oder beides erstellen wollen. Unten sind die Informationen zur Besteuerung und Währung zu pflegen, Umsatzsteuer-ID und Steuernummer und so weiter, Besteuerung, ob das Inland, Ausland oder anders besteuert werden soll. Der Bereich Anzeige Steuer auf Belege, das habe ich kurz erwähnt. Hier ist entscheidend der Typ der Adresse. Das heißt, wenn es hier automatisch steht und die Adresse Typ Firma hat, auf den Belegen wird automatisch netto ausgegeben. Sollte der Typ der Adresse Herr oder Frau sein, dann werden die Bruttopreise ausgegeben. Und mit dieser Einstellung kann man das proaktiv gegensteuern.
Genau, wenn die Debitoren- oder Kreditorennummer abweichend ist von der Kunden- oder Lieferantennummer, dann sind diese Informationen hier unten rechts zu pflegen. In dem Bereich Bankverbindung, das ist ja selbsterklärend, da bekommen wir oder pflegen wir alle Informationen zu der äh, IBAN, Bankname und so weiter. Dokumente, Versandoptionen. Wir haben ja gesehen, unter Adressdaten ist hier ein Feld für die Pflege der E-Mail-Adresse. Im Bereich Dokumente, Versandoptionen kann man weitere Adressen angeben. Das heißt, man kann quasi pro Belegeart ähm, feiner definieren, an welche E-Mail-Adresse das geschickt werden soll per Mail. Wenn ich eine gesonderte E-Mail-Adresse habe für die Buchhaltung meines Kunden, dann ist es hier zum Beispiel die E-Mail-Adresse hier zu pflegen und so weiter für die Auftragsbestätigung. Und genauso ist es auch möglich, eine Kopie von dieser E-Mail an die bestimmten Empfänger auch noch zu schicken. Die dazugehörigen E-Mail-Adressen werden hier auf der rechten Seite gepflegt. Genau. Unter sonstigen Daten sind hier verschiedene Informationen wie Porto und Versandart, falls wir immer oder ab dem bestimmten Wert portofrei berechnen beim Kunden und was für eine Versandart immer genutzt werden soll, wie auch immer. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Dann kommen wir hoch in dem Reiter Dateien, kann man unterschiedlichen PDFs hier hochladen, mit dem Button Neue Datei anlegen. Das können kundenspezifischen Dateien sein, irgendwelche Vereinbarungen, irgendwelche Bauarten oder irgendwas, was mit dem Kunden vereinbart worden ist. Das alles gehört hier rein. Im Bereich CRM sind alle unsere Kommunikationssachen, die wir oder E-Mails oder Telefonate oder Notizen, Wiedervorlagen, also alles, was mit dem Kunden bis dato passiert ist und in Xensure angestoßen worden ist. Zum Beispiel alle Mails, die aus dem System rauskommen, die werden auch hier zu sehen sein bei dem Kunden. In dem Reiter Rollen sehen wir auch diese Adresse oder welche Rollen diese Adresse überhaupt hat. In dem Fall hat eine Adresse die Rolle Kunde. Es kann auch sein, dass eine Adresse mehrere Rollen hat, dann werden die auch hier alle in der Tabelle einsehbar sein. Eine neue Rolle kann man hier über den Button als neue Rolle anlegen, festlegen. Im Reiter Gruppen kann man die Adresse einer oder mehreren Gruppen zuweisen mit dem Anhaken von der bestimmten Gruppe, sei das Kundengruppe oder Preisgruppe oder wie auch immer. Die müssen übrigens im Vorfeld im System angelegt werden. Die Ansprechpartner, wie gesagt, standardmäßig wird die Information aus dem Reiter Details verwendet für die Ansprechpartner, für die Lieferadresse, für die Rechnungsadresse etc. Sollten wir mehrere Ansprechpartner hier haben bei dem Kunden, dann sind die hier mit dem Button Neuen Eintrag anlegen zu pflegen. Lieferadressen habe ich kurz angesprochen. Falls eine andere, eine abweichende falls zum Beispiel mein Kunde mehrere Standorte hat und aber auch Lieferadresse woanders sein sollte als die Hauptadresse von der Zentrale, die wir hier unter Details gepflegt haben, ist, dann kann man hier mit dem neuen Eintrag anlegen, verschiedene Lieferadressen anlegen. Und falls wir mehrere haben, kann man mit dem Haken Standardlieferadresse auch festlegen, dass unsere Lieferungen an diese bestimmte Adresse gehen sollen. Im Reiter Belege werden wir dann später sehen können, alle Belege, die für den Kunden im System angelegt worden sind. Hier oben auch die Filter, was auch immer wir uns ansehen wollen, Angebot, Rechnungen, Gutschriften etc. In dem Reiter Artikeln sind ja dementsprechend die verkauften Artikel an den Kunden und so weiter. Im Prinzip, da sind das die wichtigsten Informationen, die während der Adressenanlage zu beachten sind.
Das war's schon zu diesem Thema und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.